Servus und Hallo. Heute möchte ich mich mit meinem Kollegen Stefan Richmann über Rechenzentrumsumzüge unterhalten. Stefan, du bist mein Go-To-Guy, wenn es darum geht, Rechenzentren umzuziehen. Worauf muss man insbesondere achten, wenn man sein Rechenzentrum von A nach B bewegen muss? Ja, Slavko, vielen Dank. RZ-Umzüge ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Und wenn man versucht, das grob zu planen, würde ich sagen, kann man es in 3 Schritte unterteilen. Der erste Schritt wäre die Dokumentation. Okay. Bedeutet, ich gehe erstmal hin und nehme den Ist-Zustand des Kunden auf mit der umzuziehenden Hardware. Hintergrund ist die Erfahrungen zeigen, dass der Kunde meistens mit völlig veralteten Listen arbeitet und oft gar nicht weiß, was er überhaupt an Hardware vor Ort hat. Und wir bieten dann halt an, erstmal die Ist-Aufnahme zu machen, je nach Wunsch sogar die Verkabelung, also die komplette Landschaft einmal abbilden. Hat auch für den Kunden den Vorteil, dass er seine Asset-Listen auf Vordermann bringt, Klar. die Lizenzen prüfen kann, die Wartungsverträge prüfen kann, damit er hinterher, wenn er dann umgezogen ist, auch diese Systeme aus den eigenen internen Asset-System löschen kann. Okay. Zweiter Punkt dann, ist natürlich der spannendste, ist natürlich die Planung. Die Planung des Umzugs. Und die Planung, die macht natürlich am meisten Probleme, wie bei jedem anderen auch. Okay. Insbesondere, was macht da so viele Schwierigkeiten? Genau, also auch die Planung kann ich, wie gesagt, sehr grob, kann man in 2 Alternativen unterscheiden. Okay. Einmal der Komplettumzug, 1:1, der sogenannte Big Bang. Ich nehme einen Termin und versuche, die gesamte Landschaft von A nach B zu bringen. Okay. Da muss aber dann auch alles stimmen. Es muss alles stimmen, die Aufnahme muss stimmen, die Ziellandschaft muss stimmen, da kommen wir gleich zu. Und die zweite Alternative ist natürlich der Umzug in Wellen, Move-Wellen. Das heißt, über einen längeren Zeitraum das Rechenzentrum immer in verschiedenen kleinen Steps. Man kann es unterteilen, dass man sagt, man nimmt erstmal die Testumgebung, dann die Produktionsumgebung oder erst den Storage oder den als letztes. Okay. Hängt sehr stark von der Größe ab der umzuziehenden Systeme. Und wie man ja schon erkennen kann, ein Big Bang ist natürlich wenig zeitintensiv, Klar. sehr risikobehaftet. Okay. Und man braucht bestimmt viel Personal. Viel Personal, natürlich, weil der Umzug muss ja 1:1 klappen. Und sobald irgendwas bei der neuen Landschaft, wenn ich das hochfahre, nicht funktioniert, Ja. und ich habe keine Zeit mehr, muss ich den Fallback-Plan, alles wieder in die alte Landschaft zurück. Klar. So, habe nichts geschafft, weil ich mache ja nur einen 1:1 Umzug. Ja, und der klappt oder er klappt nicht. Ja. So. Move-Wellen, ich kann das schön aufteilen in Bausteine sozusagen. Klar. Und jeden Baustein hochfahren. Mit jedem Move lerne ich auch dazu. Und wenn es klappt, wunderbar. Und dann plane ich den nächsten. Aber wie man daran schon erkennen kann, sehr zeitintensiv und vor allem personalintensiv. Aber wie trifft man dann die Entscheidung, ob man das in einem Big Bang, wie du sagst, macht oder in diesen langsamen oder aufgefächerten Wellen? Das ist eine schwierige Entscheidung. Ja. Machen wir natürlich sehr eng in Absprache mit dem Kunden. Hängt natürlich zum größten Teil von der Größe der umzuziehenden Landschaft ab. Wenn ich jetzt, sag ich mal, nur 3 Racks habe, Klar. brauche ich nicht groß nachdenken. Ja. Ne? Ja. Wenn ich natürlich mehr Hardware, viel Hardware habe oder ich habe mehrere Subunternehmen, die da dranhängen oder ich lasse zum Beispiel das Monitoring aus dem Ausland machen, wie auch immer, wird schwieriger. Also die Abhängigkeiten untereinander. Klar. Ne? Wer macht was? Weil ich muss ja an den Move-Wellen oder an den Move-Tagen müssen alle zur Verfügung stehen. Klar. Ne? Man muss Weil alle zusammenbringen. Man muss alle zusammenbringen, es muss ja alles alle da getestet werden. Ich ziehe jetzt was um, ich fahre es an einer neuen Ziellandschaft hoch und dann muss es funktionieren. Klar. Ne? Und wenn dann Probleme auftauchen, müssen sie halt gelöst werden. Natürlich. Ne? Das heißt schon rein koordinativ, nur die ganzen Personen, sei die Personen, die jetzt im Rechenzentrum sind, dieses Physikalische durchführen, müssen natürlich getaktet werden mit den Personen, die dann Genau. virtuell überall auf der Welt teilweise ja rumsitzen und dann die Maschinen umziehen. Genau, und dann halt testen. Ne? So, Klar. und das ist halt immer die Frage, hängt auch mit dem, nämlich A oder B, also Big Bang oder Move-Wellen, ist halt die Frage, wie alt ist die Landschaft, die ich umziehe. Ja. Ne? Also wenn ich die Hardwareaufnahme mache, dann kann ich ja schon erkennen, upsala, die Geräte sind schon was älter, laufen vielleicht, sind out of lifetime oder sind nicht mehr leistungsstark genug. Das heißt, der Kunde muss entscheiden, mache ich einen sogenannten Lift and Shift. Das heißt, ich nehme das Rack an sich 1:1, die Hardware so wie sie ist und stelle sie im neuen Ort auf. Oder aber ich verbinde das mit einem Tech-Refresh. Das heißt, ich gucke mir an, was habe ich, kann ich das zusammendampfen? Modernere Geräte, schnellere Geräte, die weniger Hitze verursachen, wie auch immer, wo dann die Wartungsverträge auch neu abgeschlossen werden, vielleicht weniger Lizenzen Also baue brauche. meine IT quasi nochmal neu auf und benutze Besser, leistungsstärker, kleiner, wie auch immer. Ne? benutze den Move also, um einen Tech-Refresh durchzuführen. Zum Beispiel, genau. Ne, und ich kann natürlich in der neuen Landschaft, muss man halt schauen, wenn da schon direkt stehen und ich habe die Verkabelung schon alles vorbereitet, ich brauche nachher wirklich nur noch die Hardware, die wir 1:1 umziehen. Die
beziehungsweise die neue, die schon da steht, anschließend ist natürlich das Risiko auch wesentlich kleiner. Klar. Ne, weil das muss man auch bedenken. Bei einem Lift und Shift ist ja so, ich fahre Systeme, die vielleicht schon seit 5 Jahren am Strom hängen und nie runtergefahren worden sind, fahre ich jetzt einmal runter, ohne zu wissen, wenn ich sie hochfahre, kommen sie überhaupt wieder hoch. Ja, steigen Festplatten aus, wie auch immer. Ja. Also wir empfehlen dann auch, falls ein Lift und Shift gemacht wird, jetzt wird es aber teuer, vorher mal einen Test zu machen, einfach das System mal runterfahren und sie wieder hochfahren und einfach gucken, klappt das? Klar. Und die Erfahrung zeigt halt, nein, es klappt nicht immer. Nicht immer. Ne? Und wenn man jetzt so einen Lift und Shift macht, dann muss man auch organisieren, dass man Ersatzteile vor Ort hat, also Festplatten liegen hat, dass wenn was aussteigt, das eben auch funktioniert. Klar. Das bringt uns ja zum dritten Punkt. Das heißt, an dem eigentlichen Move-Tag muss wirklich alles parat stehen. Alles. Es muss alles da sein, die Leute müssen da sein, die Hände, die im Rechenzentrum wirklich die Geräte ausbauen und dann verbringen in das neue Rechenzentrum. Das muss alles koordiniert werden. Was ich ganz spannend fand, ich durfte dich ja bei dem einen oder anderen RZ-Move dann auch begleiten, dass du im Vorfeld tatsächlich die Wege abgehst und schaust, gibt es da Schwellen, kommt man mit dem Hubwagen durch, kann man sich in den Gängen vom Rechenzentrum, können da 2 Leute aneinander vorbeilaufen, damit man sich dann später nicht... Komme ich mit dem LKW überhaupt daran? Das sind ja luftgefährdete LKWs, die ja wertvolle Hardware fahren, gesicherter Transport, also das hängt unheimlich viel mit zusammen. Und wenn jetzt der LKW, wenn ich jetzt zum Beispiel keine Schleuse habe oder keine Rampe habe, wenn ich jetzt so ein Komplettreck, ne, kann ich ja schlecht mit dem Hubwagen. Wenn es geht, ist natürlich super, aber jede Schwelle tut weh und der Boden, der muss das vertragen, das Gewicht. Also meistens haben die Rechenzentren ja einen Doppelboden, der nur gewisse Kilo pro Quadratmeter aushält. Auch das muss man vorher checken. Ne? Oder man sagt, okay, ich nehme zwar das Reck mit, aber ich baue die Hälfte auf, weil das Gewicht einfach zu stark ist. Klar. Ne? So. Alles zu bedenken, man fährt auch den Weg ab, den der LKW fährt. Komme ich da durch, habe ich Staus, wie auch immer, weil ich habe einen sehr engen Zeitplan. Weil in der Regel ist es so, dann ist abgebaut und derzeit muss es aufgebaut sein, damit die Mannschaft, die das nachher testet, auch genug Zeit hat. Klar. Ja, weil in der Regel ist es so, Freitag fängt man an, Montag soll alles funktionieren. Und wie gesagt, je nach Größe wird es halt schwierig, ne, der umzuziehenden Landschaft. Verstehe. Und wie gesagt, das macht man sehr eng in Absprache mit dem Kunden, wo wir dann natürlich beratend zur Seite stehen. Klasse. Ich denke, die Zuschauer haben verstanden, dass so ein Rechenzentrumsumzug doch das eine oder andere, wie soll ich sagen, die eine oder andere Grube mit sich bringen kann, in die man reinfallen kann. Vielen Dank, Stefan, für deine Einblicke und ich freue mich auf das nächste Video. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.